Wisst ihr, welcher Planet der heftigste im Sonnensystem ist? Nicht Jupiter, auch nicht Saturn, sondern Neptun. Dieser tiefblaue Planet sieht aus der Ferne aus wie eine blaue Kugel, die lautlos durch die tiefe Dunkelheit des Universums treibt. Geheimnisvoll, verträumt, fast still. Aber wenn ihr wirklich glaubt, dass das eine friedliche Welt ist, dann liegt ihr völlig falsch. Denn hinter dieser ruhigen Fassade verbirgt sich der Ort mit den stärksten Winden im ganzen Sonnensystem, mit gigantischen Stürmen, mit einer Atmosphäre, die bis zur Lähmung gefriert und vielleicht sogar mit einem endlosen Diamantenregen tief in der Dunkelheit. Das Erste, womit Neptun uns täuscht, ist seine blaue Farbe. Auf den ersten Blick denken viele sofort an einen Ozean. Aber in Wahrheit gibt es dort an der Oberfläche überhaupt keinen blauen Ozean. Die Atmosphäre von Neptun besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, Helium und einer kleinen Menge Methan. Genau dieses Methan absorbiert einen großen Teil des roten Sonnenlichts und reflektiert das Blau, das wir sehen. Mit anderen Worten, dieses Blau ist kein Zeichen von Sanftheit, sondern nur ein optischer Effekt, der durch die Zusammensetzung der Atmosphäre entsteht. Die berühmten Aufnahmen von Voyager 2 wurden früher sogar farblich verstärkt, damit Wolken und Details der Atmosphäre besser zu erkennen sind. Deshalb ist Neptun in Wirklichkeit nicht ganz so tiefblau, wie viele Menschen es sich vorstellen. Und genau unter dieser scheinbar ruhigen blauen Hülle verbirgt sich eines der verrücktesten Wettersysteme, die der Mensch je kennengelernt hat. Neptun ist der Planet mit den stärksten Winden im Sonnensystem. Die Windgeschwindigkeiten dort können über 2000 Kilometer pro Stunde erreichen. Das ist ungefähr 3-mal stärker als auf Jupiter und etwa 9-mal stärker als die heftigsten Winde auf der Erde. Auf der Erde reicht schon ein großer Sturm aus, um Dächer abzureißen und ganze Regionen lahmzulegen. Auf Neptun dagegen gehören solche Geschwindigkeiten fast schon zur Natur dieses Planeten. Wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet auf Neptun stehen, dann würde als erstes Folgendes passieren. Ihr hättet überhaupt keinen Boden, auf dem ihr stehen könntet. Neptun hat keine feste Oberfläche wie die Erde oder der Mars. Seine Atmosphäre reicht sehr tief hinab und geht dann allmählich in Wasser und in geschmolzene Eise über, oberhalb eines dichteren Kerns. Das bedeutet, wenn ihr in diesen Planeten hineinstürzt, würdet ihr nicht landen, sondern einfach immer weiter absinken, durch Atmosphärenschichten, die zunehmend dichter werden. Und selbst wenn es einen idealen schwebenden Punkt gäbe, bei einem Druck von 1 Bar, auf dem ihr kurz stehen könntet, dann wäre die Schwerkraft dort immer noch ungefähr 1,14 Mal so stark wie auf der Erde. Was würde also passieren, wenn ihr dort hineinfallet? Zuerst würdet ihr in eine eisige Welt eintreten. Die effektive Temperatur von Neptun liegt bei ungefähr minus 214 Grad Celsius. Die Luft dort ist völlig unatmbar. Auch das Sonnenlicht ist in dieser Entfernung extrem schwach. Denn dieser Planet befindet sich im Durchschnitt etwa 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Und noch bevor ihr überhaupt begreifen würdet, was geschieht, würden euch diese extrem schnellen Winde treffen, wie unsichtbare Klingen. Auf diesem Planeten kommt der Tod nicht durch einen einzigen Aufprall, sondern durch die Umwelt selbst, durch Kälte, durch Druck, durch giftige Gase und durch die chaotische Bewegung der Atmosphäre. Aber das Furchterregendste an Neptun sind vielleicht seine gigantischen Stürme. Als Voyager 2 an diesem Planeten vorbeiflog, registrierte die Sonde eine berühmte Struktur mit dem Namen der große dunkle Fleck. Das war ein gewaltiges Sturmsystem, ungefähr von der Größe der Erde. Später zeigten Beobachtungen des Hubble-Teleskops,
dass solche dunklen Flecken auftauchen können, sich verformen und dann wieder verschwinden. Und genau das zeigt, wie schnell und wie heftig sich die Atmosphäre von Neptun verändert. Einige Studien beschreiben diese dunklen Flecken sogar als offene Bereiche in der oberen Methanwolke, durch die wir in tiefere und dunklere Atmosphärenschichten hinabblicken können. Das bedeutet, wenn ihr auf einen dunklen Fleck auf Neptun schaut, dann blickt ihr vielleicht gerade in einen tieferen, dunkleren und instabileren Teil dieses Planeten. Was die Wissenschaftler am meisten verwirrt, ist genau dieser Punkt. Neptun ist sehr weit von der Sonne entfernt. Er hält also nur sehr wenig Energie von ihr. Und trotzdem ist seine Atmosphäre überhaupt nicht träge. Im Gegenteil, sie ist auf erstaunliche Weise äußerst aktiv. Messungen von Voyager 2 zeigen, dass Neptun mehr Energie abstrahlt, als er von der Sonne empfängt. Mit einem Strahlungsgleichgewicht von ungefähr 2,61. Das ist ein enormer Wert. Das bedeutet, dieser Planet wird nicht nur von außen erwärmt, sondern setzt auch aus seinem Inneren eine starke Wärmequelle frei. Und genau diese innere Wärme gilt als einer der wichtigsten Motoren für Konvektion in der Atmosphäre, für gewaltige Strömungen und dafür, dass die Stürme auf Neptun niemals wirklich zur Ruhe kommen. Woher kommt diese Wärme? Bis heute ist das noch immer eine offene Frage. Eine Hypothese besagt, dass es sich um Restwärme aus der Entstehungszeit des Sonnensystems handelt. Von vor etwa 4,5 bis 4,6 Milliarden Jahren. Eine andere Hypothese besagt, dass Materie im Inneren des Planeten ständig weiter absinkt, dabei Gravitationsenergie freisetzt und diese in Wärme umwandelt. Auch wenn die endgültige Antwort noch nicht feststeht, ist eines fast sicher. Neptun wirkt von außen kalt und still, aber in seinem Inneren ist er nie wirklich ausgekühlt. Theoretisch müsste ein so weit entfernter Planet fast schon wie eingefroren und schlafend wirken. Aber Neptun ist genau das Gegenteil. Während Uranus in vielerlei Hinsicht ähnlich ist, aber deutlich weniger innere Wärme besitzt, bleibt Neptuns Atmosphäre extrem aktiv. Genau das macht ihn zu einem der spannendsten Rätsel der modernen Planetenforschung. Warum haben zwei Welten, die sich so ähnlich zu sein scheinen, ein derart unterschiedliches Wetter? Wenn man noch tiefer unter die Wolkenschichten hinabgeht, wird das Bild noch seltsamer. Der größte Teil von Neptuns Masse besteht aus einer heißen, dichten Flüssigkeitsschicht, aus Wasser, Methan und Ammoniak, oberhalb eines kleinen Gesteinskerns. Wissenschaftler vermuten sogar, dass es unter diesen eisigen Wolken einen superheißen Wasserozean geben könnte. Er verdampft nicht wie auf der Erde, nicht weil er nicht heiß genug wäre, sondern weil der Druck im Inneren des Planeten so groß ist, dass er dort fest eingeschlossen bleibt. Mit anderen Worten, Neptun ist ein Planet der Extreme. Außen ist es kalt genug, um alles gefrieren zu lassen, aber je weiter man ins Innere gelangt, desto heißer, dichter und fremdartiger wird die Materie. Und dann kommen wir zu der berühmtesten Hypothese über diesen Planeten: Diamantenregen. Diese Vorstellung klingt wie Science Fiction, hat aber eine sehr ernstzunehmende physikalische Grundlage. Im Inneren von Eisriesen wie Neptun können extremer Druck und extreme Temperaturen kohlenstoffreiche Verbindungen aufspalten, die Kohlenstoffatome zu Diamanten pressen und diese dann tiefer nach unten sinken lassen. Im Jahr 2017 simulierten Wissenschaftler am SLAC Bedingungen aus dem Inneren von Planeten wie Neptun und beobachteten im Labor die Entstehung von Diamanten. Sie gehen sogar davon aus, dass diese Kristalle unter natürlichen Bedingungen auf Neptun viel größer werden könnten und sie schließlich als dicke Schicht um den Kern ablagern.
Das heißt nicht, dass wir auf Neptun tatsächlich mit eigenen Augen Diamantenregen gesehen haben, aber es bedeutet, dass diese Hypothese längst nicht mehr nur reine Fantasie ist. Sogar das Magnetfeld von Neptun ist alles andere als normal. Seine magnetische Dipolachse ist um ungefähr 46,8 Grad gegenüber der Rotationsachse geneigt. Und das Zentrum des Magnetfeldes ist zusätzlich noch vom Zentrum des Planeten verschoben. Genau diese ungewöhnliche Verschiebung führt dazu, dass Polarlichter auf Neptun nicht sauber an den Polen konzentriert sind wie auf der Erde. Stattdessen können sie auch in mittleren Breiten erscheinen. Und das ist längst keine bloße Vermutung mehr. Am 26. März 2025 gab die NASA bekannt, dass das James-Webb-Teleskop erstmals klare Polarlichter auf Neptun nachgewiesen hat und gleichzeitig ein auffälliges Spektralsignal des H3+-Ions entdeckte. Ein starkes Zeichen für Polarlichtaktivität in den oberen Atmosphärenschichten. Das war ein großer Schritt auf dem Weg zu einem besseren Verständnis dieses fernen Planeten. Und damit zurück zur Frage vom Anfang. Welcher Planet ist der heftigste im Sonnensystem? Sehr wahrscheinlich lautet die Antwort Neptun. Eine Welt, die aus der Ferne blau, kalt, fast sanft wirkt, die in Wirklichkeit aber ein Ort ist mit Winden von über 2000 Kilometern pro Stunde. Mit Sturmsystemen von der Größe der Erde, mit einer geheimnisvollen inneren Wärmequelle, mit superheißen Materieschichten unter gewaltigem Druck und vielleicht mit einem endlosen Diamantenregen tief in ihrem Inneren. Er brüllt nicht wie eine Supernova. Er treibt einfach lautlos durch die Dunkelheit. Und genau diese Stille ist vielleicht das Unheimlichste an ihm.